Hallo, meine Lieben, wie geht's euch alle? Also, heute werden wir zusammen die Stadt von Padua entdecken. Die Stadt von Padua befindet sich in der Region Venetien, also wir sind im Nordosten Teil von Italien. Das befindet sich auf die sogenannte Po-Ebene, also die Pianura Padana. Po-Fluss befindet sich hier und hier haben wir die Stadt von Padua und man kann auch ein bisschen sehen, dass die Landschaft hier ziemlich flach ist. Natürlich, es gibt Hügel, aber mehr in der Umgebung, wie zum Beispiel hier und hier und hier. Also es gibt zwei wichtige Flüsse, die befinden sich nicht so weit von Padua. Die sind der Fluss Brenta hier, das ist einer der größten Flüsse Italiens, und dann auch der Fluss Bacchiglione, der hier fließt, also ein bisschen südlicher der Stadt. Hier ist das Zentrum der Stadt Padua. Und ja, also die Stadt hat sich in verschiedenen Zeiten sich entwickelt, am meisten in der Römerzeit und dann mittelalterliche Zeit, vor allem mit der Familie von Carraresi und dann mit der Venezianischen Republik. Und wir können das auch von dieser Karte verstehen und zwar von dieser Karte hier verstehen wir ein bisschen besser, wie die Stadt sich in die Jahrhunderten sich entwickelt hat. Und zwar, wir haben diese orange Linie, das war die Linie von der mittelalterlichen Mauer und dann die blaue Linie ist der Brenta-Fluss und dann diese rote Linie, diese große rote Linie waren die Mauer, die mit der Venezianischen Republik, mit der Republik Venedig gebaut wurden, und zwar im 16. Jahrhundert. Und wenn wir diese Karte sehen und dann die heutige Karte der Stadt sehen, wir können sehen, dass ein bisschen die Linie wie von dieser Hauptstraße ein bisschen folgt ein bisschen die Renaissance-Mauer. Also das ist auch ziemlich besonders und die Benennung ist auch besonders, die Benennung der Stadt. Mit den Römern war die Stadt Patavium genannt und die war auch eine ziemlich wichtige Stadt. Die war auch Municipium genannt. Also die Benennung Padova kommt vielleicht von Padus, das war die antike Benennung der Po-Fluss, der Fluss Po. Das war Padus oder vielleicht von Pad Avium. Also Pad bedeutet Flachgebiet, bedeutete in Lateinisch Flachgebiet. Bedeutet in der antiken venetischen Sprache vielleicht ein Gebiet, wo es einen Fluss gab, und dann Ium bedeutet eine Gruppe von verschiedenen Dörfern, die sich dann an einem Punkt sich vereint haben und die hier sich befanden. Also wir können jetzt ein bisschen etwas von der Stadt sehen, und zwar wir können diese Teil der Stadt sehen, die Abbazia von Santa Giustina. Abbazia oder Basilika von Santa Giustina, es ist diese Struktur hier, es ist immer noch heute eine der größten Kirchen in der ganzen Welt. Das ist sehr groß, eine sehr große Kirche. Die heutige Struktur wurde im 16. Jahrhundert gebaut. Die Fassade wurde nicht beendet, wie man sehen kann. Und es gibt 8 Kuppeln. Die höchste Kuppel ist ca. 70 Meter hoch. Und auf der Spitze es gibt auch die Statue von Santa Giustina. Warum wurde diese Kirche an Santa Giustina gewidmet? Weil hier auf diesem Ort es gab die Tombe von das Grab von Santa Giustina. Und deswegen vielleicht schon im 16. Jahrhundert, also viel in der Vergangenheit, es gab eine Kirche schon. Aber natürlich diese Kirche ist viel größer und es gibt auch sehr schöne Gemälde und Fresken, zum Beispiel von Carlotte und auch von Jacopo Palmangiovane und auch viele andere sehr gute Künstler. Und dann, was es gibt hier in der Nähe, ist der Prato della Valle.
Also, wir waren hier, Abbazia di Santa Giustina, und hier es gibt diese Prato della Valle. Also von hier schon kann man sehen, dass dieser Platz sehr besonders ist. Man sieht nicht so viele Plätze wie diese. Und ja, also die Form, diese elliptische Form ist auch wirklich besonders. Die heutige Struktur stammt aus dem, also wurde im 18. Jahrhundert geplant von Architekt Andrea Memmo, und hier im Zentrum es gibt eine künstliche Insel, die Insel Isola Memma genannt ist, also Insel Memmia, nicht Memma. Und dann es gibt ein künstlicher Kanal hier rund um diesen Platz, und dann es gibt man kann hier auch sehen, Statue di Antonio Savonarola, Statue di Torquato Tasso, also es gibt viele Statuen, in eine Minute werden wir das sehen, viele Statuen von wichtigen Persönlichkeiten, Künstler, Historiker, Lehrer, also viele auch Papsten, ich glaube, also religiöse Persönlichkeiten auch, die für verschiedene Sachen wichtig für die Stadt von Padua waren. Also wir können ein bisschen hier sehen. Hier sieht man das viel besser. Also hier es gibt die Kirche von Santa Giustina, und hier man kann diese Statuen sehen, und hier es gibt diesen schönen Kanal. Hier, und ja, hier sieht man diese Statuen und andere Seite, also es ist sehr schön. Natürlich, das ist ein großes Platz, und auch natürlich bevor Covid Sache, dieser Platz wurde auch oft für Konzerte und Veranstaltungen benutzt. Es ist ein sehr schönes Platz, vor allem im Frühling und Sommer. Es ist sehr schön, einfach hier zu sehen, zu bleiben. Diese ist die Insel, die Isola Memmia, und ja, also die Benennung dieses Platz ist sehr besonders, aber also Prato della Valle, Pratum Vallis, Pratum, weil hier für lange Zeit auch vor allem in mittelalterlicher Zeit es gab oft einen Markt. Und Vallis, warum? Weil das bedeutet normalerweise ein Ort, wo es Probleme mit Wasser gab, also viele Sumpfen, ein sumpfiger Ort war sozusagen. Und das war echt so. Also es war ein Problem nicht nur von diesem Gebiet von Padua, sondern von anderen Gebieten von Padua. Und deswegen sieht man heute hier diese künstliche Kanal rund um den Platz, und dann auch diese kleinen Brunnen sozusagen im Zentrum von Insel Memmia. Und das ist nur die Ende von viel große wichtige Arbeiten, die man gemacht hatte, zur Zeit also im 18. Jahrhundert, gegen die Sumpfen, weil dieses Gebiet war in der Römerzeit war ein wichtiges Gebiet für die Stadt Padua, weil hier es gab einen Tempel, es gab verschiedene Gebäude, die für die Römer wichtig waren, aber dann das Zentrum in mittelalterlicher Zeit, wir können sagen, ja, es gab das Markt hier, aber das Zentrum war ein bisschen mehr nördlicher, also nicht hier, sondern hier, wo es gibt Palazzo della Ragione und die Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta. Wir werden dieses Gebiet auch kurz auch sehen. Und ja, deswegen dieses Gebiet, also es gab ein bisschen große Probleme mit dem Wasser, deswegen hatte man so gemacht. Und heutzutage ist wirklich eine der berühmtesten und wichtigsten Plätze der Stadt. Also hier können wir sehen diese sehr schöne große Kirche. Das ist auch eine der größten Kirchen in Europa. In ganz Europa, und das ist die Basilika von Sant'Antonio. Es ist auch Il Santo genannt, und die Benennung Sant'Antonio, also Heiligen Antonius, ist natürlich, weil diese Kirche an diesem Heiligen gewidmet ist. Warum diesen Sankt? Weil Heiligen Antonius ist
hat hier für ein bisschen gelebt und sein Grab befindet sich hier auch. Er war im Jahr 1231 gestorben und schon am nächsten Jahr, also im 1232, hatte man Antonius heiligen gemacht, weil es gab so viele Wunder und deswegen hatte man im Heiligen, also Santo genannt. Und diesen Platz hier ist auch Piazza del Santo genannt, also Santo auf Italienisch bedeutet Heilige. Und man kann von hier schon sehen, dass es gibt viele verschiedene Stile von dieser Kirche, dieser Basilika. Und zwar die Fassade ist im romanischen Stil, aber dann diese Arkaden hier sind im gotischen Stil. Und dann wir haben diese Kuppeln, es gibt 8 Kuppeln und diese sind ein bisschen mehr im byzantinischen Stil. Und dann es gibt auch die Glockentürme sind sehr besonders, weil wenn wir ein bisschen die andere Seite der Kirche sehen, also hinter sozusagen der Kirche, man kann sehen, dass es gibt diese 2 Türme hier, also diese sind die Glockentürme 1 und 2, aber die wirklich sind ein bisschen wie, die schauen ein bisschen wie Minarett aus, also das ist sehr besonders und auch sehr seltsam, man kann fast niemals sowas, vor allem in Italien sehen, also in Kirchen in Italien sehen, also es ist wirklich etwas Besonderes. Ja, und dann, also dieser Platz hier ist ziemlich groß und für viele Jahrhunderte hatte man dieses Teil hier, der Platz, als Friedhof benutzt. Also warum es gibt alle diese verschiedenen Stile für diese Kirche, weil die Kirche wurde in verschiedenen Zeiten aufgebaut. Erstens im 13. Jahrhundert, aber dann die Kirche war in verschiedenen Zeiten ein bisschen vergrößert sozusagen, also größer gemacht, circa bis zum 17. Jahrhundert circa. Und deswegen ist die Kirche so groß und es gibt auch 4 Kreuzgänge. Und wir werden sehen drinnen, es gibt auch viele sehr schöne Denkmäler und Kapellen. Also das ist wirklich super, super schön. Und also bevor wir etwas drinnen in der Kirche sehen, ich wollte euch diese Statue hier zeigen. Das ist die sogenannte Statue von Gattamelata. Also ja, diese ist die Statue von Gattamelata. Gattamelata war ein Soldat der Venezianischen Republik. Diese Statue wurde von Donatello im 15. Jahrhundert gemacht und der Stil hier ist sehr klassisch. Und die Statue ist auch ausdrucksvoll, also das ist sehr, sehr, sehr schön und das ist eine der berühmtesten Bronzestatuen in Kunst. Das ist aber ein Denkmal für Gattamelata. Das heißt, das Grab von Gattamelata befindet sich nicht unter die Statue hier, sondern in der Kirche. In der Kirche, also in der Basilika von Heiligen Antonius, es gibt, wie gesagt, sehr schöne Kapelle. Wir können zum Beispiel ein bisschen kurz eine Kapelle sehen. Also, wir können zum Beispiel kurz eine Kapelle, die komplett im Barockstil ist. Das ist die Kapelle, die sich am Ende, wie wir gesehen haben, am Ende der Kirche sich befindet. Und hier das ist auch die Cappella delle Reliquie genannt. Das heißt, es gibt verschiedene Reliquien von Heiligen Antonius. Das ist klar im total Barockstil. Aber so, ich habe gesagt, dass von draußen kann man verschiedene Stile in dieser Basilika sehen. Das ist dieselbe ein bisschen drinnen. Es gibt Kapellen, Denkmale von wirklich sehr verschiedenen Zeiten, deswegen also auch in verschiedenen Stilen.
Und dann es gibt natürlich eine der berühmtesten Altare ist der Altare del Santo. Das ist diese ist ein bisschen eine alte Foto, aber man kann ein bisschen mehr sehen, wie dieser Altar ist. Dieses Altar wurde in verschiedenen Zeiten gemacht, aber am meisten im 15. Jahrhundert und am meisten von Donatello. Und es gibt verschiedene Reliefs hier mit Wunder von Heiligen Antonius und auch dann es gibt alle diese 7 Statuen, sehr, sehr schön auch. Und ja, also das ist sicher eine der berühmtesten Altaren der Kirche. Also natürlich drinnen der Kirche befindet sich auch das Grab von Heiligen Antonius und das Grab befindet sich in die sogenannte Arca di Sant'Antonio, das befindet sich hier circa, also das Grab und aber dann es gibt alle diese super schöne Dekorationen, also diese Seite der Kirche wurde von Tiziano Spetti im Jahr 1607 geplant, aber dann es gibt alle diese super schöne Dekorationen, also am Wänden hier kann man ein bisschen auch diese Reliefs sehen. Die wurden auch von wichtigen Künstlern gemacht, wie zum Beispiel Jacopo Sansovino hat auch einen Teil von diesen Dekorationen gemacht. Und dann eine andere eine Kapelle, die ich euch zeigen wollte, ist sicher diese. Das ist die Cappella di Beato Belludi. Also es gibt das Grab von diesem Beato. Und aber die schönsten Sachen sind natürlich diese Fresken, die sind wirklich super schön. Diese wurden von dem berühmten Maler Giusto Benavoi im 14. Jahrhundert gemacht. Also, von diesem Gebiet der Stadt gehen wir jetzt zu einem anderen Gebiet hier, Università degli Studi di Padova. Also wir werden eine Gebäude sehen, die auch Palazzo del Bo genannt ist. Aber heute ist berühmt wie auch Palazzo dell'Università, das ist dieses Gebäude hier. Diese Struktur, die heutige Struktur wurde im 16. Jahrhundert gebaut, aber die Universität von Padua ist eine der ältesten in der ganzen Welt. Die wurde im Jahr 1222 erst gegründet. Und das ist eine der berühmtesten Universitäten auch und wichtige Persönlichkeiten waren Lehrer hier, wie zum Beispiel Galileo Galilei, er hat selbst hier unterrichtet. Und ja, hier gab es auch die erste Frau mit einem Abschluss, Elena Lucrezia Cornaro, im 17. Jahrhundert, also das ist auch sehr wichtig. Und die Benennung dieses Palastes ist sehr besonders, Palazzo Bo. Das ist auch nicht auf Italienisch ein Wort, aber Bo kommt von Hospitum Bovis. Warum das? Weil hier, bevor die Universität, es gab ein Gasthof und das Schild von diesem Gasthof war ein Schädel eines Ochse. Das ist auf Italienisch, das war ein bisschen auf Italienisch Bove und von Bove, also Hospitum Bovis deswegen. Und dann von Hospitum Bovis hatte man dann diesen Palast Palazzo Bo genannt. Drinnen es gibt auch, also das Palast ist auch nicht zu klein, aber ich wollte euch ein bisschen ein schönes Hof zeigen. Das ist ein bisschen sozusagen ein Zentralhof für die ganze Struktur und man kann alle diese kleinen Sachen sehen hier. Also diese sind alle Wappen. Es gibt mehr als 3000 Wappen von der Familie der Studenten und der Lehrer der Universität. Also das ist sicher besonders und auch eine andere sehr besondere Sache von diesem Palast ist das ist das älteste anatomische Theater in der ganzen Welt. Das wurde am Ende von 16. Jahrhundert gemacht.
So, wir sind jetzt am Ende von diesem Video. Wie immer wollte ich euch einen schönen Blick von Padua sehen. Diese ist der sogenannte Ponte delle Torricelle, einer der schönsten Blicke von Padua. Und danke vielmals wie immer fürs Zuschauen und bis zum Ende auch. So, in der Beschreibung hier unter, ihr werdet auch einen Link finden von einem sehr schönen Video mit auch super schönen Blicke von Padua, und Panoramas von Padua. Und ja, natürlich, wenn das Video hat euch gefallen, ihr könnt so machen, wenn ihr möchtet natürlich, und wenn ihr möchtet auch natürlich an meinem Channel abonnieren. Das wäre super. Und ja, ich glaube, das ist alles. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, tschüss, tschüss.